Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nordica Voyage, den möchte ich euch heute mal vorstellen. Ein günstiger Duft, den ich schon vor Jahren vorgestellt habe. Der ist richtig günstig, aber der ist bei diesem Wetter richtig toll. Und ja, was soll man dazu sagen? Mein Name ist Dennis, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Nordica Voyage, ein Duft, der frischer eigentlich nicht sein kann. Das Einzige gleich mal vorweg, wo ihr drüber hinweg müsst, ist die Gurkenwassernote. Ja, es ist ein bisschen Gurkenwasser. Also, ich merke das. Manche merken es nicht, manche ja, manche nicht. Wie gesagt, hier sind also, der Apfel, der hier drin ist, finde ich weiß nicht, ob man hier einen Apfel richtig rausriechen kann. Also, ich rieche sehr was Kühles, Wassermäßiges, sehr Aqua, also ist ja Wasser. Aqua, richtig kühl, spritzig und dann sind Blätter da drin, also grüne Blätter. Ja, so nehme ich den Duft wahr. Es ist aber dementsprechend, man riecht sofort dieses Gurkenwasser, allerdings kein saures Gurkenwasser, sondern einfach Gurkenwasser, sagt man immer so. Also, wenn ihr normale Gurke ausschneidet und ihr macht keine Essiggurken und all sowas, ne? Ja, und dann habt ihr Lotus, da drin und, ja, Moos, Moschus, Amber und so weiter, aber das ist in so 'nem günstigen Duft völlig unwichtig. Im Endeffekt ist es, wenn ihr das jetzt so 30 Grad heiß habt, ist das ein perfekter Begleiter. Auch zu Hause nach dem Duschen und so weiter solltet ihr euch hier, ihr seht das, Nordica Voyage mal unter die nimm den Fokus hier, du. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall, ja, ein schöner Duft, der wirklich früher, weiß ich gar nicht, noch unter 10 € gekostet hat vor paar Jahren. Das wird sich alles wahrscheinlich geändert haben. Ich habe auch nicht nachgeschaut, ob es den noch gibt. Ich weiß aber, dass es gibt, weil ich habe den letzten in einem kurzen Video oder irgendwo habe ich, guck mal, ich habe so viel aktuell zu tun, dass ich schon das vergesse. Und da wurde gesagt, den habe ich früher schon gekauft. So, und dementsprechend, oder das ist immer ein Follower hat geschrieben, habe ich früher schon gekauft, unter 10 €, das stimmt. Und er hat ihn wieder immer noch oder kauft ihn immer wieder, also es wird ihn wo geben. Und bei Amazon könnt ihr auch manchmal gucken, den Duft könnt ihr ruhig bei Amazon kaufen. Der wird nicht, da gibt's nicht mit Nachmachen. Und, das ist auch nur immer nur in Deutschland, dieses Ding. Also, ja, ich habe jetzt keine teuren Düfte bei Amazon gekauft, aber günstige, sehr günstig. Und das sind keine Fakes gewesen. Also, ich weiß nicht, ihr müsst natürlich auf achten, auf Amazon das auch verschickt und so weiter und so fort. Und nicht irgendein unseriöser Händler, der da 50% Bewertung hat und so weiter. Obwohl auch da muss man wirklich ein bisschen was zurücknehmen, weil heutzutage bewerten die Jugend bewertet einfach nur noch nicht mehr ganz dicht. Die bewerten einen Artikel schlecht bei Amazon, weil DHL zu spät kam. So, was soll ich dazu sagen? Also, ja, in der Schule haben wir die schlechtesten Ergebnisse in Deutschland abgeliefert. Das zeigt einiges manchmal. Das sehe ich, das lese ich und so weiter. Auf jeden Fall, dieser Duft, den solltet ihr auf jeden Fall unter euren Riechkolben führen. Ja, da kann ich, also das kann ich einfach so sagen, das solltet ihr machen, weil, guck mal, wenn ihr, das ist auch so ein Duft, wenn ihr unterwegs seid. Im Auto müsst ihr aufpassen, es wird einfach zu heiß. Das solltet ihr nicht machen. Ihr könnt das natürlich den überall mitschleppen. Zum Sport, in Gym, beim Joggen einsprühen, whatever. Das ist ein Duft, der immer funktioniert. Übrigens überall, ob im Büro, beim, Vorstellungsgespräch, außer beim Date würde ich ihn nicht nehmen. Es sei denn, das ist 35 Grad heiß, dann vielleicht auch, weil das Gurkenwasser ist jetzt nicht unbedingt auf der Haut oder unbedingt nicht immer als Sillage wahrzunehmen, sondern eher, also wenn ihr den sprüht, dann habt ihr das. Das sind ungefähr, es müsste ich lügen, das sind 100 ml, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von dieser Marke einen anderen Ableger von dieser Marke, von diesem Duft habt, weil es gibt einige. Ich wollte das früher immer holen, habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, die Ableger. Also das ist das Original, das wird bestimmt kommen. Da wird es noch geben. Und Fakt ist, wenn ihr das Bild, es gibt so ein Bild, ich glaube, da steht einer auf so 'n Segelschiff und dann die kühle Meeresbrise. Genau so ein Duft ist es. Der ist extrem aquatisch. Der ist auch blau. Allerdings finde ich ihn nicht unbedingt, das kommt davon, nicht unbedingt so 'n Duschgelartiger blauer Duft. Da gibt's noch andere Kandidaten, die mehr Duschgelartig sind. Schon gibt es natürlich Cremes, Duschgele, die so riechen ähnlich, aber es ist schon 'n schönes Ding und es ist nicht teuer.
Also würde ich fast so machen. CH-Haltbarkeit, da müsst ihr natürlich Abstriche machen. Leute, ihr könnt nicht erwarten, dass das Brecher sind, die, was weiß ich, wie lange riechen. Nur, ich wiederhole deswegen, das könnt ihr nicht erwarten, nur weil das mal ein, 2 Firmen schaffen. Natürlich, aber bei so einem frischen Duft, dann wird der zu penetrant und dann wird er extrem synthetisch. Ich finde, natürlich ist das schon synthetisch. Diese Düfte fallen unter Synthetik, aber nicht so, wie man sich jetzt einen günstigen Duft vorstellt oder einfach so einen blauen Duft, 'n aquatischen. Also, da gibt's ganz, ganz viel schlimmere Düfte, die auf jeden Fall, was das angeht, schlimmer sind, aber den solltet ihr echt mal unter euren Riechkolben führen. Ihr könnt mal in die Kommentare auch schreiben, kennt ihr den schon? Wie findet ihr den? Und wie gesagt, nochmal, wenn ihr Ableger habt von den Nautica Wash, da gibt's ja, glaube ich, den A83, keine Ahnung, wie der heißt, B83, whatever, und noch welche. Wenn ihr die habt, sagt mal wirklich, ob sich das wirklich lohnt oder ob das Mist ist, weil es muss sich auch schon wenigstens ein bisschen lohnen, ne? Aber dementsprechend, also, ich habe den jahrelang nicht rausgeholt. Ich hatte den, das ist immer noch der erste, ne? Ich habe den vor Jahren vorgestellt und jetzt stelle ich ihn wieder vor und dementsprechend, ja, es ist geil, weil wenn ich ihn jetzt hole, es ist warm und dann funktioniert dieser Duft einfach. Der ist hier dann in 'ne, ihr eckt da nichts mit an. Vor allen Dingen, wenn ihr nicht so viel klebriges Zeug haben wollt, wenn ihr nicht mehr auf irgendwas, sehr Tiefes oder einfach so ein, keine Ahnung, was für 'n Duft haben wollt. Ihr kommt von der Arbeit, duscht, es ist warm, setzt euch im Garten oder aufs Sofa und ihr habt Bock dann, wenn ihr denn Bock habt, ein Parfüm dann noch zu tragen, dann wäre das dieser Duft. So, und das für, also, ich hoffe, er kostet noch 9 € oder 15 €, aber ich glaube, teurer als 15 € habe ich ihn noch nie gesehen. Sorry. Also, das wäre, ich meine, selbst wenn ihr kauft bei, DM oder wo auch immer, bei Rossmann, Müller, kauft ihr so viele, Düfte, zum Beispiel Carlin, dann könnt ihr euch auch den mal, testen oder holen oder gönnen. Die Frage ist, ich habe noch nie darauf geachtet, ob es den bei, diesen Häusern gibt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist der zu alt. Aber man weiß ja nie, ob der da eventuell noch drinstehen sollte. Das wäre eventuell interessant. Könnt ihr auch mal gern reinschreiben. Ja, es ist sehr aquatisch, blättermäßig, dieses minimal stechende Grüne merkst du schon, ob Amber-Zeder da drin ist. Amber vor allen Dingen, komm, vergesst das mal. Also das riecht ihr nicht wirklich. Also weiß ich nicht. Nee, für mich ist das einfach ein sehr aquatisch frischer Duft. Eben mit der, wo ihr eben rüber müsst, ist diese Gurkenwassernote. Viele sagen natürlich, das stimmt auch. Wenn so ein Duft, warum soll ich erst warten, bis über so einen komischen Kopfnotentyp, oder vielleicht ist das in der Basisnote immer noch, warum soll ich so lange warten? Dann kaufe ich mir den erst gar nicht. Ja, das stimmt auch. Natürlich sollte man das so machen, aber ich würde den einfach mal testen. Am Anfang, wenn das denn überhaupt noch so ist, wie gesagt, der ist ein paar Jahre alt. Vielleicht haben sie es auch geändert. Vielleicht ist die Gurkenwassernote auch raus. Ich glaube es nicht, weil es ist ja der Duft. Und ich würde ihn nicht anders machen. Und wahrscheinlich kriegt ihr auch noch alte Flakons. Was positiv ist, die Leute fragen mich immer, ob alte Batches negativ sind. Nein, natürlich nicht. Umso besser, ne, die müssen natürlich gut gelagert sein, aber wenn die in OVP und neu sind, ist das natürlich geil und besser, weil das sind auch die alten Versionen, statt irgendwelche überarbeiteten. Das gilt jetzt für jeden Duft. Ja, dementsprechend schreibt mal rein, ob ihr den kennt. Und dann würde ich sagen, gehen Grüße raus an euch. Einfach mal einen frischen Duft, günstig. Ich wollte mal wieder zeigen, weil mit denen bin ich hier auch groß angefangen vor Jahren. Und dann dachte ich, den zeige ich jetzt mal. So ein bisschen, ne, back to the roots. Geiles Ding, Nautica Voyage. Einfach mal testen. Bis zum nächsten Mal, Freunde.